Der Arzt hat mir eine Bandage, ich meine Taschen mit Schuhe, Fußballschuhen weg. Marcel Raducanu, Spitzname Balkan Maradona. In den 80er Jahren begeistert der Rumäne als klassischer Zehner die BVB-Fans. Perfekte Ballbehandlung, filigrane Technik, große Spielfreude, Traumpässe und tolle Tore. Marcel Raducanu, der mit dem Ball tanzt. Ja, ich habe wirklich schöne Sachen gemacht. Ja, manchmal habe ich übertrieben, aber das war mein Stil. Das wollten die Leute sehen. Heutzutage, was wollen die Leute sehen? Messi, Ronaldo, Sancho, solche Typen wollen die Leute sehen. Dass Marcel Raducanu überhaupt für die Borussia wirbeln kann, eine Geschichte wie ein Krimi vor genau 40 Jahren. Im Sommer 1981 ist die rumänische Nationalmannschaft auf Deutschlandtour, zu Zeiten des Ceausescu-Regimes, des Kalten Krieges und des Eisernen Vorhanges. Und dann kam das Spiel in Dortmund gegen BVB. Und passiert Folgendes. Da muss man sich vorstellen, das ist für mich mein Schicksal. Dieser Typ, der mir geholfen hat, kam aus Italien. Da hat er gesagt, Marcel, versuch mal die erste Halbzeit gut zu spielen, aber in der Halbzeit musst du weg. Da musst du abhauen, sonst nach dem Spiel hast du keine Chance. Da sind viele Leute von unserer Botschaft im Stadion gewesen, ja, von der Securitate, von der Geheimpolizei. Ja. Und kurz vor Halbzeit habe ich angefangen vorgetäuscht, dass ich verletzt bin, kam in die Kabine, da hat der Trainer gesagt, was ist denn? Sagt, ja, irgendwie habe ich mich verdreht, mein Knie tut weh. Ja, wieder, du hast so gut gespielt. Ich kann nicht mehr. Okay, dann bleib hier. Ich dachte, nee, das ist nicht wahr. So viel kann ich haben. Ne? Wo er gesagt hat, bleib hier, das war die Chance. Habe ich mich geduscht. Der Arzt hat mir eine Bandage, ich meine Taschen mit Schuhe, Fußballschuhen weg. Der Typ hat auf mich gewartet draußen und bin weggefahren. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, das ist unglaublich, diese Geschichte. Ja. Man hat mich 4 Stunden gesucht nach dem Spiel. Ja. Und ja, ich habe angefangen Fälle zu machen, weil ich wusste nicht, dass das alles abgehört wird. Erst einmal habe ich meine Frau angerufen, wo ich in Hannover angekommen bin. Bin direkt zur Post angerufen, ich komme nicht mehr. Oh, fing an zu schreien, geh wieder zurück. Nein, jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin weggelaufen, ich kann nicht mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Ja. Und natürlich wurde alles abgehört. Ne? Dann 2 Stunden war Polizei, mich alles konfiskiert. Haus, Auto, sogar meine Klamotten, weil ich war Offizier. Und Ceausescu hat mich für 8 Jahre und 8 Monate verurteilt. Raducanu, damals 26 und in der Heimat mehrfach Meister und Pokalsieger mit Steaua Bukarest und 1980 Rumäniens Fußballer des Jahres, lässt alles hinter sich und versucht in Deutschland den Neuanfang. Während der 11-monatigen Sperre der FIFA unterschreibt er zunächst beim Zweitligisten Hannover 96, bevor ihn der BVB aus diesem Vertrag herauskauft. Und schon in seinem ersten Spiel, am ersten Spieltag der Saison 82/83, deutet sich an, welch ein Juwel sich der BVB da geangelt hat. 6 Jahre lang ist er der Dreh- und Angelpunkt des Dortmunder Spiels, erzielt in 186 Pflichtspielen 35 Tore. Darunter eines der wichtigsten der Vereinsgeschichte, 1986 in der Relegation gegen Fortuna Köln. Oh, dieses Spiel werde ich nie vergessen. Was in der Halbzeit bei uns los war, muss man sich vorstellen. Du verlierst 2-0 da, in der Halbzeit steht 1-0 für den Gegner. Also nur 45 Minuten Zeit, 3 Tore zu erzielen. Alle mit Kopf unten, keiner hat was gesagt, fast am Weinen. Ja, dann haben wir gesagt, jetzt, was haben wir zu verlieren? Wir gehen nach draußen und dann gehen wir alles. Ne? Ja, Gott sei Dank haben wir sofort 1-1 gemacht, dann mache ich das Tor und dann 3-1. Und so wollte auch der liebe Gott, glaube ich, dass wir in der Bundesliga bleiben. Die letzten Jahre seiner Karriere verbringt er beim FC Zürich, bevor er nach Dortmund zurückkehrt. Ja, und irgendwann 93 habe ich die Fußballlehre gemacht und dann 94 dann die Fußballschule gegründet. Eine Bekannte von mir hat gesagt, Marcel, warum machst du in der Fußballschule? Da habe ich gesagt, wie Fußballschule? Ja, war ein schönes Konzept.
so dass du jeden Tag auf dem Platz bist mit Kindern. Gab sowas nicht früher? Lass uns mal probieren, warum nicht? Ne? Und am 1. Juli, genau, am 1. Juli habe ich eine Demonstration gemacht mit 15 Kindern und dann kurz danach hatte ich schon 70 Kinder, nach 3 Monaten. Mittlerweile ist Raducanu 66 und leistet seit nunmehr 27 Jahren tägliche Basisarbeit mit jungen Fußballtalenten. 27 Jahre ist eine lange Zeit. Deswegen müssen wir andere Sachen machen, was im Verein nicht gemacht wird. Sonst würde kein Kind mehr kommen. Warum sollen die Leute bezahlen, wenn wir das selber machen wie im Verein? Also seit 27 Jahren muss ich immer andere Methoden, jedes Mal muss ich mir Gedanken machen, was können wir machen, was brauchen die Kinder, um sich weiterzuentwickeln. Ein super Typ, gerade Linie und bringt die Kids auf jeden Fall fußballerisch weiter. Also auch ich kann sagen, seitdem ich hier bin, habe ich auch noch mal einiges dazugelernt. Marcel Raducanu ist ein sehr netter Junge, also ein Mensch. Er kann gut trainieren, er kann auch, wie man sieht, gut Fußball spielen. Und von der Art mag ich ihn auch sehr. Und ja. Er war ein sehr, sehr guter Fußballer. Er hat auch bei Dortmund gespielt. Der ist sehr guter Trainer, ich habe vieles von ihm gelernt. Ja, ich habe mich viel verbessert, seitdem ich hier bin. Zu mir kommen Kinder, die unglücklich sind im Verein, spielen kaum und dass sie was lernen und dann mal Steinspieler zu werden und Fußball spielen. Und manchmal muss ich leider auch den Eltern sagen, es tut mir leid, aber ich kann das Kind nicht aufnehmen. Er hat mit Fußball wenig zu tun. Ne? Besser gehen Sie mit ihm zum Schwimmen oder Gitarre kaufen oder irgendwas. Vielleicht ist er da. Ja, ist er ehrlich. Besser, auch wenn das weh tut, aber sage ich den Leuten die Wahrheit und ehrlich. Nicht nur, Hauptsache ich kriege Geld. Nein, mach ich nicht. Ne? Wie als Fußballer hat er sich auch als Jugendtrainer einen guten Ruf erarbeitet. Im Moment kommen so viele Angebote nach Amerika, nach Saudi-Arabien, bla bla bla. Aber ne, kann ich nicht. Ne, es wird zu alt. Ich bin froh, wenn ich hier das mache, jeden Tag und dann ab und zu nach Rumänien, 2, 3 Aktionen im Jahr und das reicht mir. 2006 bekam er 2 Stents eingesetzt, im letzten Jahr 3 Bypässe. Gesundheit, auch für ihn längst das wichtigste Gut im Leben, neben seiner Liebe zum Fußball und zum BVB. Ist ja klar, dass ich ein Schwarz-Gelber bin. Klar, 6 Jahre waren ein Traum für mich. Die Leute, wie gesagt, haben sehr, sehr gemocht. Und ja, ich bin stolz, dass ich hier bei Borussia gespielt habe.